Und damit willkommen zurück zu The Great Ableton, Adventure Chronicles. Wir haben noch im letzten Part ein bisschen was geklärt. Ja, und sind jetzt wieder in einer Zeugenaussage, die Zeugenaussagen gefangen. Mal schauen, was uns heute noch so für bei den ganzen Aussagen erwartet. Dementsprechend fangen wir an. Wir wollen natürlich hier erstmal weitermachen, bevor es dann mit dem alten weitergeht. You definitely saw that too. Habt ihr das definitiv auch gesehen? Put on both hands, an beiden Händen. Yes, sir. I mean, I know what you are going to say. Only one of Mr. Gilder's clothes has any sickness of blood on it. That's right. The thing is, as far as I remember, sir, when I looked down and saw Mr. Gilder sitting by side of the other fellow, sitting nebenan, and I don't believe that he was wearing any clothes on. Ich believe. Believe ist das Glauben? Ah, Glaube. Ja, falsch geschrieben haben. Glauben. Hat er noch keine Handschuhe an? He wasn't wearing clothes. That's correct, sir. And I saw the blood on the booth. His bear is quite clearly. It's true that the dark-colored stain on the dark leather clothes would have been easy to see. I should point out of the office police officer who apparently handed the accused on the night question. The fragliche Polizist reported that there was no trace of blood on Mr. Gilder's clothes hands. Hatte keine Blut an seinen his hands. This is puzzling indeed. Das ist ein Rätsel. This must be significant somehow im Surfit. Also, Beppo, was hast du zitternder alter Mann zu sagen zu deiner nicht vorhandenen Verteidigung? Was soll ich sagen? And you did see anything? Ihr habt nichts gesehen. Oh yes, sir. That is to say no, sir. I didn't. Very sorry, but about what I said before, very sorry. Yes. It was very wrong of me to make up stories and say I saw him stab the man. Wouldn't you agree, sir? I know what you're insinuating. Also was ihr jetzt, ich weiß nicht, was ihr jetzt wieder inszeniert, but I currently wasn't making up stories. Still, to say you saw nothing isn't right either, is it? No, sir. I saw nothing at all. Mr. Beppo, you were driving your horses. Ihr habt zogt eure Pferde, fuhrt mit der Pferden. At the very least, you must have enjoyed a good view of London streets now. Oh, please, you didn't even see that? It was so cold that night, you see. I was all cold to keep from passing out, sir. Yes, my head was fairly frozen solid. Also mein Kopf war sehr eingefroren. Sorry to say, Entschuldigung, dass ich das so sagen. Ich wollte ihn protect to avoid. Können wir drüber reden, dass ich davon nichts begriffen habe? Vermeiden zu reisen und last omnibus service of London's cold winter nights. Aber
Ja, was wir da noch auf uns zukommen gefühlt. Gefühlt noch eine Menge. And everything you saw of the incident was through the trailer on the roof. Omnibus und alles, was ihr gesehen habt, den ganzen Vorfall war oberhalb des Omnibuses. That's right. Das ist richtig. It was furiously cold that night, but the glass wasn't frosted over. Oh yes, I remember. Was shivering? Wohin wieder schiffen? Das ist ungefähr der Kommentar, den ich davon gebe. War because zitternd. Ich war zitternd. Es war so bitter. Es war so bitter. Da heißt. Das heißt wirklich bitter? Oh Gott. Which rather begs the question of why the pair of you were sitting on the roof deck in the first place. Well, I don't know about this young fellow, but I could enter the cabin. Oh, why not? Oh, warum nicht? It was locked from the inside. I tried knocking, but no one opened the door. Aber ich klopfte an die Tür, aber niemand öffnete sie. It was locked. War sie verschlossen? That's right, and it's public bus service, for pity's sake. That's not what I call fair play. Yes, I had exactly the same experiments. I had the same experiment for. I tried knocking, but the gent inside just gestured at me to clear off. So I had no choice. I had keine Wahl but to climb up the roof deck and look down longingly into the warm cabin below. Well, I can assure you, I wasn't just looking down, I was glaring. Warum muss ich dabei jetzt gerade dran denken, ans glatt, dass es glatt ist, quasi grell. Es war grell. Das ist grell. Ist wichtig, dass aber im Kontext des Satzes starrte ihn an, also lang und hart. And that's precisely why I can tell with absolute confidence that if there was anyone else at all in the cabin, I would have noticed. Also ich hätte davon Notiz genommen. In wie vokal. Ja, so uneindeutig würde ich so sagen. Den würde ich mal auch mal eindeutig sagen. I'm not sure about the two witnesses. Also ich bin mir nicht sicher bei den zwei Zeugen. Would they really have seen everything inside the cabin? Also ich muss schon sagen, dass es das ist halt schon wieder so die Sache, ne? Da kann man auch wirklich You can currently see the inside. Und ja, das habe ich auch im letzten Part gemacht. Die Beweise richtig mal anzuschauen. You can currently see the inside the carriage to the open of the future. Also allein wenn man hier doch sitzt, kann man doch nicht alles sehen. Oder es würde mich zudem noch interessieren, wo die überhaupt gesessen haben. Also es kann ja bloß hier der Fall gewesen sein, dass die gesehen haben. Aber haben die. Da konnten die doch nicht alles sehen. Yes, there is a lamp in the enclosed cabin. So, ich bin sicher, the witnesses have been able to clear it. That's not good for us. Also, mal ganz blöd gesprochen.
Blöd ist, man kann das jetzt hier nicht richtig drehen, muss ich fairerweise sagen. Aber wenn ich hier oben sehe, dann kann ich doch grob gesagt nur den... Nicht hier ist das, kann ich doch bloß grob gesagt das hier sehen, aber nicht, was hier drunter ist. Also... Ich bezweifle mal, dass das error they made not to have been able to see zeigen muss. Also gehe ich mir ganz stark davon aus, weil was anderes kann ich mir jetzt auch persönlich gesagt nicht wirklich sagen. Allowed to me confirm one thing, Mr. Fairplay. Ich glaube, darauf ihr müsst jetzt halt hinauslaufen, was ich gerade eben gesagt habe. Muss man sagen. And the witness said the events the cabin through the skylight in the floor of the upper deck is alright. That's right, yes. In dem Fall there is a portion of the cabin interior that would have been out of the sight from you. Ja, da gibt es einen Bereich, wo sie dich gesehen haben. What? By golly. Er ist schon wieder golly. Really? Wirklich? Obviously you said this stage we can stay for sure. But the possibility can't be denied. That the time of the incident there could have been another passenger in the closed cabin of the omnibus. Enough hypothetical meandering my Nippon's friend. Was hat denn der schon wieder für ein Problem, dass wir Nippon? Mit dem The prosecution demanded that you substantial your claim. After all, the sense of the crime is here in the flesh. Very well, I will uphold the prosecution's demanded. You will identify the area on the cross-sectional plan of the omnibus. Also dementsprechend, das ist, wie ich eben schon vorhin gesagt habe, wenn die zwei Zeugen hier oben gesessen haben, und das ist eben der bessere Ansichtsplan für meine Erklärung auch für vorhin, muss man sagen, dann konnten die ja bloß hier runter den Bereich sehen. Heißt also, die konnten nicht diesen Bereich hier einsehen. Also dementsprechend kann der ja bloß hier gesessen haben. Nach der Logik, die ich ja eben habe, muss ich sagen. Das ist halt der Punkt. Both rows of seat on the roof face in the direction of travel, whereas the seat in the enclosed cabin face each other, which means the visible part of the cabin which passenger on the roof deck can see through the skylight. This is a drive here. Also ja, eben, das, man kann eben bloß diesen Bereich ja einziehen von da oben, muss man sagen. An den anderen Bereich hier unten eben nicht. That's right, my lord. As you can see, the seat operations, the one on which the victim and his attacker were sitting, is obscure from view. In other words, if some had been sitting on that seat, it's quite possible that the witnesses would have been completely unaware, komplett unsichtbar oder komplett unerkannt, muss man sagen. Also zumindest würde ich das mal völlig ahnungslos. Okay. Auf die Tasche.
It's quite possible some phantom was sitting here there. Your Nippons have a forbidden habit of obscuring the truth with ambiguity. Ambitionen oder das ist ja los. Mehrdeutigkeit. Okay. I concur with the propositions rejoinder in a British court of law. Evidence is paramount. Also 10 Beweise mehrer als was anderes. I can't enter this conjecture console. That is unless you're able to put a name to this mysterious passenger to whom alone. Können Sie, Mr. Naruhodo? Das ist das Blöde, wir können das eben nicht, weil wir eben nicht wissen, wer das ist. Wir haben ja bloß quasi die 4 Namen, die offiziell hier vertreten sind, also quasi den Angeklagten, das Opfer und die 2 Herrschaften, die oben gesessen sind. Plus dann haben wir noch den Fahrer. Mehr haben wir ja aktuell nicht, oder? Honestly, I don't know. Who could have it been? Who could have been in the other seat which outside of the from? Das ist halt jetzt so die Sache, wir können das eben nicht sagen, haben wir keine Ahnung. Das ist der einzig nennenswerte Möglichkeit, die mir eben bleibt zum Gestehen war, weil das ist einfach so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist eben der Punkt, wo man eben sagen muss, dass es der Fall ist. I have literally no idea. Ich habe absolut, but as a proud citizen of the Japanese Empire, you will look to the sky and walk on, making sure all signals of tears are gone. Go on. This isn't just a case of going on with Susato. Das ist jetzt halt nicht die Sache oder der Case. Was soll das schon wieder heißen? Also aber das ist jetzt halt nicht so ein Fall von wir gehen an. Susato. Alright, then I'll go on. The defense would like to put forward a name. Aber was schon gesagt hat, schön Kelch. You are a fool. Sie sind ein Narr. Ja, gut mit dir. That response was a desperate attempt by a man who has no notions. No notions? Keine Ahnung. Das heißt mir keine Ahnung. Ich habe da diesbezüglich auch immer no notions. Um das mal explizit zu sagen. Of his own limitations. Hat keine Ahnung von seinen Limitationen at toast. To a hard lessons not yet learned. Let us not delay control. The defense is still to name the passenger on the other seat. Also da müsste ich jetzt halt ernsthaft raten. The cold beer it this cold beer exchange even been waiting for turn the trial in my forever. On the night of the murder, the person occupying the seat in the person occupying the seat in the omnibus cabin said was obscured from view was. Alter, gehen wir mal das so durch. Also sie kann es ja nicht gewesen sein.
Man muss das schon mal so wirklich mal alles sagen. Er ist der Angeklagte und von ihm wissen wir ja auch safe, dass er drin war. Er ist ja quasi der Tote. 44. Gefühl. Na gut, er sieht auch schon ein bisschen sehr mitgenommen aus, muss ich fairerweise sagen. Ja, sie ist okay, sieht auch ziemlich alt aus. Bebo ist ja der Fahrer, muss man sagen. Er und er, die beiden waren ja oben gesessen. Das sind also quasi die beiden Zeugen. Er ist der Angeklagte sowieso. Dann bleiben wir eigentlich nur mal Strongheart, the Lord Chief of Justice und unser Barock von Siegs. Muss das wirklich mal so sagen. Das sind jetzt so quasi die beiden Personen, auf die sich jetzt halt quasi bezieht und die quasi dabei hätte sein können. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, die sich mir stellt. Ich muss halt natürlich jetzt ein bisschen ausführlicher erläutern. Er hat ja uns gebeten, dass wir ihn hier rausboxen, dass wir quasi ihn auf unschuldig plädieren. Er muss ja quasi jetzt einen Grund dafür haben, dass das der Fall ist, sein könnte. Wahrscheinlich ist er von seiner Unschuld überzeugt, muss man sagen. So wie das Publikum ebenfalls. Zudem ist es ja das erste Mal, dass ich das überhaupt davon mitkriege, dass das Publikum auf unserer Seite ist. Sonst sind sie ja immer auf unserer gegenteiligen Seite gewesen. Der Barock von Siegs. Das ist halt so die Sache. Oder man geht einfach davon aus, dass die Person, die da gegenüber dem Opfer gesessen ist, einfach der Angeklagte war. Das ist halt so die Sache, ne? Wenn das der Fall ist, dann wäre ja das ganze Sichtverhältnis ja eine andere gewesen. Weil das ist ja nicht seitlich der Stich gewesen, sondern von vorne. Was war ja gerade so der Gedanke gekommen ist, wisst ihr? Also, dass ich jetzt nicht direkt in die Beweise gehen kann. Und das ist halt die Sache. Wenn man das sich so alles überlegt, ne, eigentlich müsste es ja eine der beiden sein, weil von der Logik die ich erklärt habe. Aber wenn man sich das jetzt nochmal so her überlegt, müsste es ja, die zwei können es ja nicht, also der kann es ja, also die drei fallen ja weg, die waren ja oben. Bleiben ja nur noch die zwei innen drin. Er wurde von vorne quasi erstochen, heißt also, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich machen sollte, aber mir tut das schon jetzt weh. The passenger in the closed cabin that witnesses on the roof deck failed to see has to have been Mr. Magnus McGild. Mr. McGilded? What are you talking about, Consul? Ja, das fairerweise würde ich mich jetzt. That's the name of the defendant. Aber er will mir nicht nur die Perücke schief stehen. Objection. If I discard the chamber of my smashing my hallowed chalice to forgive the discourtesy? Ich weiß nicht, ob du eine Freundin heißt, die Desi heißt, aber hey, Spoiler Alert, die gab es auch schon mal beim Phoenix Wright Teil, aber gut. Lord von Six. People talk of those tiny eastern nations on the Far East as having a learning and culture of their own.
But I see they use the terms see. What I would try to say, ja, das werden wir allerdings erst im nächsten Part herausfinden, was er uns damit versucht zu sagen. Macht es bis dahin gut und auf Wiedersehen, meine Lieben.